Mir tropft hier schon der Schweiß vom Kinn runter. So warm ist mir. Der Kopf kommt mit beim gegrillten Hähnchen, also der Kopf ist mitgegrillt. Ihr wollt jetzt noch wissen, in welchem Hotel wir sind, weil es scheinbar sehr gefährlich ist in Laos, weil so viele Chinesen da sind. Und hier fahren wir jetzt mit dem Bus über den Mekong River drüber. Ich habe jetzt ein Airbnb gebucht, nicht günstig, kostet 39 € pro Nacht. Die Polizei checkt das hier, das ist scheinbar die Steuerplakette in Thailand. How much you pay? Im Januar haben sie mir gesagt, dass ich dieses Jahr zweimal einreisen darf. Wenn ich jetzt kurz nach Laos rübergehe und wieder zurückkomme, wäre es natürlich das dritte Mal. Ihr Geldbeutel. Wenn man mit dem Gefährt hier direkt zur Grenze chauffiert. So, neuer Tag heute in Khon Kaen. Heute gibt es einen kleinen Ausflug und zwar fahren wir heute mit dem Auto nach Laos rüber. So 3 Stunden Autofahrt sind es. Machen einen Kurzausflug nach Laos, 2 bis 3 Tage. Bin schon sehr gespannt, wie es da ist, weil ich war da auch noch nie. Rucksack ist gepackt. Nocke ist auch schon ready. Ready. Dann geht's jetzt los. Los geht's. Los geht's! Und Tür natürlich noch absperren. Wir fahren jetzt noch kurz in die Werkstatt von einem Freund von ihr. Lassen den Wagen nochmal anschauen, weil der ein bisschen ruckelt während der Fahrt. Und dann geht's ab nach Laos. So. Los geht's. Los geht's! So, erst noch ein kurzer Stopp beim 7-Eleven, ne? Kurz einen Kaffee organisieren und dann geht's ab in die Werkstatt. So, da ist der Kaffee und dann kann es jetzt losgehen. So. Hier muss jetzt irgendwie wo die Werkstatt sein. Sehr versteckt. Auto เปิดไหมครับวันนี้ อยู่ครับพี่ อะไรนะครับ ที่ออกมาอย่างครับ You know where to go? Yes? Okay. Here. Yes. Ah, hier ist die Werkstatt. Looks closed. No? Ah, kommt er ja. Sawadee-krab. เลย ตรงนี้เลยพี่จอดให้มัน ตรงไหนครับ So, angekommen an der Werkstatt. So sieht es hier aus. Und dann wird hier der Wagen erstmal gecheckt. Ja, ist ein Freund von ihr, der war vor 2 Tagen auch erst in der Bar. Das habe ich auch schon mal gesehen. So, ach, das war's schon. Der hat nur kurz das Öl gecheckt, aber scheint alles zu passen. Good? Everything good? Oil. Oil. Yes. Yes. Okay. Gut. Oi. Hä? Oi. Yes. Dann kann es ja jetzt weitergehen. 3 Stunden Fahrt sind es ungefähr. Bin schon sehr gespannt, wie das an der Grenze abläuft, weil es nicht an jedem Grenzübergang dieses Visa on Arrival gibt. Also es gibt ein Visa on Arrival an vielen Grenzübergängen, kostet $40. Wenn man kein Passfoto dabei hat, wie ich, kostet es $42. Das Auto müssen wir stehen lassen am Grenzübergang und über die Grenze wird man dann mit einem Bus gefahren scheinbar. Ja. Und nach Vientiane geht's übrigens. Hä? Vientiane. Vientiane. Nach Vientiane geht's. Das ist die Hauptstadt übrigens von Laos, ne? Und das heißt erstmal 3 Stunden Autofahren. Ja, aber warum das Auto ruckelt, hat er jetzt irgendwie nicht gecheckt. Hoffen wir mal, dass wir ankommen in Vientiane. In Thai, you say Vientiane. Vientiane. Yes. Vientiane. 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 And Lao also Vientiane. Yes. Okay. In Deutsch Vientiane. 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 Und im Englischen, in Englisch Vientiane. Yes. Vientiane in Englisch. So, jetzt haben wir's. Abfahrt. Los geht's. Los geht's. So, erstmal an die Tanke. So. Sawadee-krab. 91,100ค่ะ91,100นะคะ Voll praktisch, da kann man einfach im Auto sitzen bleiben, ne? Das wird dann getankt, ne? Hier.
Und dann zahlt man und dann kann man einfach weiterfahren. Man muss nicht mal raus aus dem Wagen. In Germany we have to go out and do self-service. But Thais are lazy, huh? Thai lazy. 1000 Baht, ne, für einen vollen Tank. มาแบบไหนคะ เงินสดค่ะ สะสมแต้มไหมคะ ไม่ค่ะ ขอบคุณครับ ถ่ายได้ไหมคะ ขอบคุณนะครับ Dann geht's jetzt weiter nach Speak Thai very good Vientiane. เวียนเทียน Vientiane. Und das ist hier auch ganz normal, ne, dass einfach auf der Fahrspur dann hier jemand entgegen vorbeikommt. Ne? Oh, jetzt mussten wir uns ganz schnell anschnallen, weil hier eine Polizeikontrolle ist. Hat sie gerade gesagt, anschnallen. For safety. No for police, no for safety. Yes, I know. Und da wird ganz streng kontrolliert, ne? Auch unterm Auto wird geschaut. Sind wir streng. This, what is it? Ah, Steuerplakette. Also die Polizei checkt das hier. Das ist scheinbar die Steuerplakette in Thailand. How much you pay? maybe 1,100 In 1 year. yes Okay, also 1100 Baht kostet die Steuerplakette für ein Jahr. Das sind 30 Euro. Nicht so viel. Is every car same? no Every car different? different This different? More? yes More. Why? Why? Because bigger. Okay, also ist wie bei uns, dass da die Autos scheinbar unterschiedlich besteuert werden oder unterschiedlich hohe Steuern zahlen müssen. Sie zahlt 1100 Baht im Jahr, also 30 Euro. Ist in Deutschland dann auch ein bisschen teurer, ne? So, kurze Pause am Rasthof. So, schauen wir mal, was es hier so zum Essen gibt. Also so sieht hier so ein Rasthof aus, ne? KFC haben wir hier. Ja, Kaffee gibt's. Ah, da gibt es so ein bisschen frittiertes Zeug. Frittiertes Chicken, frittierte Fleischspieße. Also wenn man sich hier gesund ernähren will, immer ein bisschen schwieriger am Rasthof. Aber da habe ich heute glücklicherweise das Pulver von Y-Food dabei. Man mischt sich das einfach kurz mit Wasser an und zack, hat man eine vollwertige, gesunde, vor allem gesunde Mahlzeit. Da sind 26 Vitamine und Mineralstoffe drin, Ballaststoffe, Protein ist mit drin. Das ist alles, was in so einer gesunden Mahlzeit eigentlich drin sein muss. Das hält 3 bis 5 Stunden lang satt. Also ist mega praktisch, geht mega schnell und gerade wenn man unterwegs ist, mega easy. Und zwar gibt es so ein Probierpaket, da ist direkt so ein Shaker hier mit dabei und 10 unterschiedliche Y-Food Trinkpulver. Und jetzt mischen wir uns mal so eine Mahlzeit an. Braucht man einmal den Mixbecher, you sure Schoko, okay Becher aufmachen, Tüte aufmachen, Pulver reinfüllen, das Wasser mit rein, Deckel drauf. okay you shake Me. Dann shaken und fertig ist die Trinkmahlzeit. Want to try? I try very good Yes? You like? yes Ja, schmeckt mega gut. Also ich finde es mega praktisch gerade, wenn man unterwegs ist und schnell was zum Essen braucht oder Hunger hat, ist das echt eine super Alternative. Man braucht 20 Sekunden, trinkt es schnell rein und kann weiterfahren. Und es hält, wie gesagt, auch 3 bis 5 Stunden lang satt. Also holt euch das Y-Food Probierpaket mit 10 Pulvern. Da ist so ein Shaker mit dabei. Und den Link zu den Y-Food-Produkten packe ich euch mal in die Videobeschreibung unten rein. Und mit dem Code Christus-YouTube bekommt ihr 10% Rabatt auf alles im Y-Food Store. Also, probiert es mal aus. Gerade wenn man unterwegs ist, mega praktisch. Und wir fahren jetzt Babsat weiter ab nach Vientiane. เวียนเทียน Vientiane. Yes. You full? yes Yes. Okay. Let's go. Los geht's. Los geht's Und dann einfach schnell am Rasthof wieder auswaschen, gell? Und dann kann die Fahrt weitergehen. Los geht's. Oh, und eine kleine Babykatze. Oh. Nock hat jetzt noch ein bisschen Katzenfutter organisiert. Jetzt werden die Kleinen erstmal gefüttert. Die haben richtigen Hunger. So,
So, jetzt geht's weiter. Sie mit ihrem Geldbündel. Can I see your money? You can. But my wallet not good. Yes, ihr Geldbeutel. Gut was drin. Nice Wallet. Genau. Und jetzt geht's weiter mit vollem Geldbeutel. Das finde ich auch mal ganz witzig, diese Helme mit den Öhrchen dran, ne? Hat schon was. Und so werden hier die Brücken gebaut. Auch interessant. Das Gerüst, ne? Bisschen anders aus als bei uns. Da vorne los, das sieht aus, wie wenn es da einen Unfall gegeben hat oder so. Aber scheint nichts passiert zu sein. Ui. Oh, scheint doch was passiert zu sein. Da liegt einer auf dem Boden. Ui, ui, ui. Oh, das hat gar nicht gut ausgesehen. So, und so langsam nähern wir uns der Grenze. Nong Khai müssen wir zur Thai-Lao Friendship Bridge. Also zur thai-laotischen Freundschaftsbrücke. Jetzt ist nicht mehr weit. How many kilo? 3. Yes. Also 3 Kilometer noch, dann sind wir da. Und dann schauen wir mal, wie das da abläuft an der Grenze. Jetzt geht's rechts nach Vientiane. So, und hier ist dann die Grenze. Jetzt parken wir hier irgendwo das Auto und dann geht es zu Fuß weiter, beziehungsweise mit dem Bus. Ist mir gerade eingefallen, ich bin ja schon zweimal in Thailand eingereist. Bin gespannt, ob sie mich dann noch mal ein drittes Mal reinlassen nach den 2-3 Tagen in Laos. Da fragen wir jetzt erstmal nach, bevor wir nach Laos einreisen. Macht vielleicht Sinn, nicht, dass ich dann nicht mehr zurück kann. Wäre natürlich blöd. Car not allowed. It's not allowed to go with car to Laos. I don't have. Okay, I have. Internationaler Führerschein ist scheinbar notwendig und den hat sie nicht. Do you have a Thai driver's license? Do you have a Thai? Yes. Ja, okay. Gut. Also man braucht einen internationalen Führerschein scheinbar, um in Laos fahren zu können und das hat sie nicht. Okay. Also es darf auch nur der Eigentümer vom Fahrzeug fahren. Also ich hätte einen internationalen Führerschein, der noch ein paar Tage gültig ist. Noch 2 Wochen ist der gültig. Aber es darf scheinbar nur der, dem das Auto gehört, auch mit dem Auto dann fahren in Laos. Von dem her stellen wir das jetzt hier irgendwo ab, parken irgendwo und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Good driver. Hier. ฝากรถได้ไหมคะ ได้ครับกลับวันไหนฮะ หนูไม่ได้ข้ามไปสมมติก็คืนเงินได้อยู่ใช่ไหมคะ ผมกลับเวลาแล้วค่อยเอารถมาฝากผมก็ได้ได้ครับ ค่ะ เข้าไปข้างในครับ ค่ะ We can park? yes Okay. Jetzt dürfen wir hier parken. Super. How much is it? 100 One. For 1 day. So 300 baht. okay are you ready I'm ready. Let's go. So, angekommen. Jetzt wird's spannend. Also jetzt fragen wir mal nach. Weil ich bin ja schon zweimal dieses Jahr in Thailand eingereist und im Januar haben sie mir gesagt, dass ich dieses Jahr 2-mal einreisen darf und das 2. Mal ist ja jetzt. Wenn ich jetzt kurz nach Laos rübergehe und wieder zurückkomme, wäre es natürlich das 3. Mal. Da habe ich jetzt natürlich gar nicht drüber nachgedacht, dass ich ja dann das 3. Mal einreise. Jetzt schauen wir mal. Wir fragen jetzt mal in der Immigration nach, ob ich dann wieder zurück darf. Ansonsten bleiben wir halt hier in Nong Khai oder so irgendwo. Wäre natürlich jetzt blöd, wenn man natürlich 3 Stunden ganz umsonst gefahren. Naja. So. Ja, los geht's. Hä? Hier? yes Really? No. Yes? yes Where is the driver? How much? free Free. Ach, jetzt fahren wir hier mit dem Gefährt zur Grenze. Cool, das ist beim Parkplatz Service mit dabei. Wenn man mit dem Gefährt hier direkt zur Grenze chauffiert.
ครับ So sind wir schon da. Waren jetzt gerade mal 20 Sekunden Fahrt. Und hier ist jetzt dann die Grenze. ไอเรียกก๊อกก๊อกเหรอจ๊ะ ใส่ตามแอมเลยจ้ะ Da ist dann schon die Immigration. Da fragen wir jetzt mal nach. We ask, hier Immigration. Okay. Ja, spannend. Was sie sagen, bin echt gespannt. Filmen werde ich da jetzt nicht. Das ist, glaube ich, nicht so gern gesehen, wenn man die Immigration Officer filmt. Filming not good, huh? I think no, yes. So, also ich bin jetzt aus Thailand ausgereist. Wahrscheinlich darf ich wieder rein, aber hundertprozentig sicher ist es nicht. Also wird dann spannend bei der Rückreise. Sie meint, normalerweise dürfte es kein Problem sein, weil ich ja ein Ticket habe für einen Flug dann nach Indonesien, aber sie kann es mir nicht hundertprozentig versprechen. Ja, jetzt schauen wir mal, ob ich dann wieder reinkomme. Sehen wir dann bei der Rückreise. Was? Yes. Ah, okay. Nock hat in der Zwischenzeit schon mal ein Ticket für den Bus geholt. Ja. Und jetzt geht's hier mit dem Bus dann weiter über die Grenze. Auch interessant. How do you feel? Gut. It's okay. A little bit exciting, huh? Yes. It's exciting. If I can come back. I have my things in your room. So, jetzt geht's hier in den Bus rein. Oh, hot. Yes. Oh, ganz schön heiß hier drin. Leider keine Klimaanlage an dem Bus. Sie hat hier einen Ventilator dabei. So, los geht's. Mit offener Tür, ne? Und die Busfahrt über die Grenze hat jetzt 30 Baht. 30 Baht. 30 Baht hat die Fahrt über die Grenze gekostet, sind 80 Cent oder so. Ui, ist Mekong. Und hier fahren wir jetzt mit dem Bus über den Mekong River drüber. Windy, hä? So, angekommen nach 3 Minuten Fahrt und jetzt geht's dann hier drüben dann nach Laos rein und kaum an der Grenze, ne, ist hier schon ein riesiges Casino, weil in Thailand ist es ja verboten, Casino, ne, oder das Zocken generell, und deswegen haben die hier an der Grenze dann direkt ein Casino hingestellt, ne, dass die Leute direkt zocken gehen können hier an der Grenze. Und hier geht es dann jetzt nach Laos rein. Und hier muss man dann das Visa on Arrival beantragen. Oh, der ist ja sehr nett. Thank you very much. Thank you. So. Thank you. So, muss man hier so ein Formular ausfüllen, ne? Dann kriegt man hoffentlich das Visa on Arrival. Okay, sehr nett. Okay? ลูกอะไรจ้ะ ขอบคุณครับ บ่มีคนคิดเพิ่มอีก100 บาทเนาะ Number 2. Thank you. Ah, sehr nett. Hat mich hier durch den Prozess geführt, ne? Dass ich hier alles ausfülle richtig. So, wir haben es geschafft. Wir sind drin in Laos. Hat jetzt für mich 1700 Baht gekostet, die Einreise. Für Nock nur 20 Baht. Also schon ein krasser Unterschied. Aber jetzt sind wir drin. Ihr wollt jetzt noch wissen, in welchem Hotel wir sind, weil es scheinbar sehr gefährlich ist in Laos, weil so viele Chinesen da sind, meinte er zu Nock. Ich habe ihn ja nicht verstanden. Aber wir haben noch keins gebucht und die wollten uns scheinbar tracken, wo wir sind, weil es eben so gefährlich ist wegen den Chinesen. Aber jetzt dürfen wir dann doch rein. Dann hole ich mir hier noch eine SIM-Karte und dann geht's ein Hotel suchen und erstmal kurz ins Hotel einchecken. So, und hier haben wir jetzt noch Geld gewechselt und eine SIM-Karte geholt. Kostet jetzt hier für 5 Tage 10 GB 120 Baht. Das sind 3 Euro, 3,50 Euro. Ich habe meine eSIM geschaut. Für eine eSIM würde ich für 3 Tage mit 3 GB 11 Euro bezahlen. Also macht es lieber hier direkt an der Grenze. Könnt ihr hier direkt eine SIM-Karte holen. Ist deutlich günstiger als eine eSIM zu besorgen. Zumindest wenn sie mehr als 3,50 kostet. Kommt die Sonne ein bisschen raus. Jetzt holen wir uns erstmal schnell was zum Trinken. Und dann suchen wir uns ein Hotel. Dann geht's ab ins Hotel, erstmal kurz frisch machen, weil es mega heiß irgendwie heute. Und dadurch, dass hier auch so wolkig ist, ist er richtig dampfig. Also ich merke das total, wenn es kurz vorm Regen ist, fange ich so krass das Schwitzen an. Das ist der Hammer. Naja,
Jetzt trinken wir erstmal was und dann geht's weiter. Gut. ถ่ายได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะเอาเดี๋ยวไอซ์ขอบคุณค่ะ Jetzt gibt es erstmal 2 Kokosnüsse, ne, fürs Schwitzen, ne, oder gegen das Schwitzen ein paar Elektrolyte nachlegen. Und dann suchen wir uns ein Hotel raus. Boah, es ist echt richtig warm heute, richtig unangenehm ist es mir. Eine Kokosnuss 55.000. Ich weiß den Wechselkurs noch gar nicht. How much is 1.000? Oh, das ist echt unangenehm warm. Und sie mit der langen Hose, ne? langes Oberteil, lange Hose, sitzt sie hier ganz gemütlich da und ich schwitze mir einen ab. Also, ich wusste nicht mal die Währung hier in Laos. 1 Euro sind 26.000 laotische Kip. Also kostet die Kokosnuss knapp 2 Euro. 4 Euro für 2 Kokosnüsse. Ja, so. Und das ist quasi die frische Kokosnuss, direkt abgefüllt im Becher. Cheers! เย้ Gay. Oh, richtig gut jetzt bei der Hitze, ne? Hot. Yeah. So, Kokosnuss ist leer. Jetzt geht's dann ins Apartment. Mir tropft hier schon der Schweiß vom Kinn runter. So warm ist mir. Ich habe jetzt ein Airbnb gebucht, nicht günstig, kostet 39 Euro pro Nacht. Aber ich dachte mir, nachdem ich ja bei der NOC immer for free wohne, lasse ich es heute mal krachen. Und lass uns mal was Schickeres raus oder was Gutes raus. Schauen wir mal, ob es wirklich so toll ist. Die NOC bestellt uns jetzt gerade einen Tuk-Tuk dahin. Und da geht es erstmal kurz in einen klimatisierten Raum ein bisschen abkühlen und vielleicht kurz duschen. NOC hat einen Fahrer gefunden. Jetzt geht's mit dem Taxi zum Airbnb. Super. Jetzt wird es auch langsam ein bisschen kühler. Jetzt zieht dann so langsam der Regen hier hinten auf, ne? Wie man sieht. So sitzen wir schon im Wagen drin. Sie hat direkt hier einen an der Grenze angesprochen. Also es ist eigentlich schon ganz gut, wenn man da einen Local dabei hat, weil das mit der App jetzt auch irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. Thailand ist สวัสดีที่เราสบายดี Sabaidi. Also wieder was gelernt. Sabaidi ist Laos. Hallo. อะไรนะคะ วัดศรีเมืองนี่พวกนี้ ค่ะ ในพระธาตุหลวงหอพระธรรม แต่ว่าประตูชัยนี้ต้องไปช่วงเย็นใช่ไหมคะที่เขามีเปิดน้ำพุเปิดอะไร Quatschen schon die ganze Fahrt. Richtig viel zu besprechen. ช่วง โอ้แค่300 เมตร 300 กว่าเมตรประมาณนี้นะ 10 นาที ขอบคุณมากเลยค่ะเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเห็นแบบก็คือไม่เคยถาม Jetzt haben wir 16:46 Uhr und die einzige Mahlzeit, die ich hatte, war heute von Y-Food. Die Mahlzeit, habe immer noch keinen Hunger. Also gutes Zeug. Hält lange satt, muss man schon sagen. Also, Link ist in der Videobeschreibung und mit meinem Code gibt es 10% Rabatt. Probiert es aus. Und jetzt fängt es endlich an zu regnen. Man hört das Dampfige wenigstens mal auf gleich. Und da sieht man an der Scheibe, ne, was da für dicke Tropfen runterkommen. Kopf Kap. So, angekommen. Angekommen an der Unterkunft. Jetzt schauen wir uns das mal an, ob es die 39 Euro pro Nacht wert ist. Da geht es, glaube ich, rein. Vientiane Life Center. Sawadee-Kap. So, Check-in for Room 1511. 1511 Yes. อยู่ทางด้านหลังนะเจ้าเป็นแบบเดียว Sind wir falsch scheinbar. เดินลงบันไดไปไกลไหมคะ Okay, sind wir falsch. Okay. So, jetzt werden wir von ihm dahin geführt. Ah, perfekt. Hier direkt ein paar Restaurants unten dran. Ja, ganz praktisch. Gerade wenn es regnet die ganze ไปเลย Zeit. ใช่ไหมคะตรงนี้เหรอคะ Ah, komm, Kap. So, da geht's jetzt rein. Jetzt sind wir richtig, glaube ich. Hello. Check-in, Room Number 1511.
Thank you. Jetzt schauen wir mal, was uns da erwartet. So, da sind wir. Oh. So, schauen wir mal rein. Das hier ist das Bad. Großer Wasserheizer, Wasserhitzer. Hier ist eine kleine Küche, riesiger Kühlschrank, kleines Wohnzimmer, Arbeitszimmer und Bett. Und hier die Aussicht über Vientiane. Ja, ganz cool. Und hier, ne, der Mekong River. Und das ist die Aussicht über Vientiane. Ja, wie man sieht, regnet ein bisschen. Jetzt machen wir uns erstmal frisch, relaxen ein bisschen und dann geht's weiter. So, leider regnet es immer noch. Wir sind jetzt hier gerade beim Essen, direkt neben unserer Unterkunft. Und schaut mal, wir haben jetzt hier so ein Chicken bestellt, ein Hähnchen. Der Kopf kommt mit beim gegrillten Hähnchen, also der Kopf ist mitgegrillt. Die Füße sind mit dabei, ne? Der Kopf und der zweite Fuß. You want to eat? No, thank you. No, I don't want. Nock meinte, die Füße schmecken sehr gut. Ist gut, you think? Yes, you say? really good. Very, really? Yes. Jetzt probiere ich mal so einen Fuß. Schaut es euch mal an. Das ist halt schon ein bisschen eklig mit den Zehennägeln da noch dran oder was es ist. Ja. Yummy. Ja, ist halt ähnlich wie so ein Flügel, ne? Bisschen Fett hier mit dran, ne? Ja, viel Haut. Viel Fleisch ist da jetzt nicht dran an so einem Fuß. Mit diesen Nägeln hier vorne dran. Schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Naja. Ich lasse es dann auch wieder, es reicht dann auch so. Vielleicht da nochmal reinbeißen. Ja. Wir essen jetzt hier noch gemütlich und dann geht's morgen weiter. Damit war es dann auch für das Video. Wenn es euch gefallen hat, ne? Kanal abonnieren, dann verpasst ihr kein neues Video mehr. Lasst unbedingt einen Like da, Daumen nach oben nicht vergessen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.